Kuba hat in den vergangenen Wochen einige der dramatischsten Stromausfälle seiner jüngeren Geschichte erlebt. Gleichzeitig öffnet die Regierung weitere Teile der Wirtschaft für private Unternehmen, erlaubt neue Formen der Landnutzung und verändert sogar das Wohnungsrecht. Und während Havanna von Reform spricht, erhöhen die USA den Druck mit neuen Sanktionen gegen den Energiesektor, den Hafen von Mariel und sogar gegen Kubas internationale Ärzteprogramme. Was davon verändert den Alltag der Menschen wirklich? Ist die wirtschaftliche Öffnung ein echter Kurswechsel oder kommt sie viel zu spät? Und was bedeutet die Lage für Kubaner, ihre Familien im Ausland und für Menschen, die derzeit eine Reise nach Kuba planen? Darüber sprechen wir heute. Ich habe die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Wochen für euch gesammelt und nach Themen sortiert. Hola mi gente, willkommen zurück auf I Love Kuba. Wenn ihr euch für Kuba interessiert und regelmäßig erfahren möchtet, was aus der Insel tatsächlich oder was dort passiert, dann abonniert gerne den Kanal. Und ja, jetzt beginnen wir mit dem Thema, das den Alltag momentan stärker bestimmt als fast alles andere, dem Strom. Die Energiekrise hat sich im Juli noch einmal massiv zugespitzt. Innerhalb weniger Tage kam es mehrfach zu einem vollständigen Zusammenbruch des nationalen Stromnetzes. Mitte Juli erlebte Kuba bereits den dritten landesweiten Blackout innerhalb diesen Monats. Beim Ausfall am 15. Juli soll ein Problem an einer Generatoreneinheit in der Provinz Eutin starke Frequenzschwankungen verursacht haben. Das gesamte Netz brach zusammen. Zusätzlich wurde das Kraftwerk Antonio Guterres in Matanzas beschädigt. Es ist das wichtigste und leistungsfähigste Wärmekraftwerk des Landes, befindet sich aber seit Jahren in einem schlechten technischen Zustand. Die Wiederherstellung gelang diesmal vergleichsweise schnell. Nach weniger als 20 Stunden war das nationale Netz wieder verbunden. Das klingt zunächst positiv. Es bedeutet jedoch lediglich, dass das Netz wieder zusammengeschaltet war. Es heißt nicht, dass anschließend alle Haushalte dauerhaft Strom hatten. Das tägliche Defizit blieb enorm. Zeitweise fehlte mehr als die Hälfte der benötigten Erzeugungsleistung. Für die Bevölkerung bedeutet das, Kühlschränke funktionieren stundenlang oder sogar tagelang nicht. Lebensmittel verderben, Wasserpumpen fallen aus und das Aufladen eines Handys wird zu einer täglichen Aufgabe. Wer bei großer Hitze ohne Ventilator schlafen muss, erlebt die Krise auch körperlich. Lange anhaltende Stromausfälle können zudem die Psyche belasten. Betroffene berichten von Erschöpfung, Angst und zunehmender Reizbarkeit. Die Probleme sind miteinander verbunden. Kuba fehlen Treibstoff, Ersatzteile und Geld für die Wartung. Gleichzeitig sind viele Kraftwerke alt und störanfällig. Jeder größere Ausfall kann das gesamte instabile Netz aus dem Gleichgewicht bringen. Es gibt bei der Energieversorgung auch Fortschritte. Anfang Juli nahm Kuba in Cotoro bei Havanna seinen ersten großen Batteriespeicher in Betrieb. Die Anlage hat eine Leistung von 50 Megawatt. Insgesamt sollen 4 solcher Speichersysteme entstehen. Solche Speicher sind wichtig, weil Kuba seine Solarstromproduktion stark ausgebaut hat. Ende Juli waren 54 große Solarparks in Betrieb. Zusammen decken sie mittlerweile ungefähr 10% des kubanischen Strombedarfs. Zur Mittagszeit kann der Anteil zeitweise bei bis zu 20% liegen. Das entscheidende Problem beginnt nach Sonnenuntergang. Bisher fehlt genügend Speicherkapazität, um den am Tag erzeugten Strom in die Abendstunden zu verschieben. Genau dann steigt der Bedarf besonders stark. Solarenergie stabilisiert das Netz also bereits, kann die nächtliche Abschaltung gegenwärtig aber noch nicht verhindern. Spannend ist außerdem, wie die Menschen selbst reagieren. Auf dem Gelände einer früheren Tankstelle in Eutin entstand zum Beispiel eine mit Solarenergie betriebene Ladestation für Handys und andere Geräte.
Private Haushalte und Betriebe erhalten inzwischen außerdem eine deutlich höhere Vergütung, wenn sie selbst erzeugten erneuerbaren Strom ins Netz einspeisen. Diese Entwicklung hat allerdings eine soziale Seite. Familien mit Geld aus dem Ausland können Solarpanels, Akkus, Stromrichter oder ja, Elektrofahrzeuge kaufen. Wer diese Möglichkeiten nicht hat, bleibt vollständig vom staatlichen Netz abhängig. Die Energiekrise vergrößert damit auch die Ungleichheit innerhalb der kubanischen Gesellschaft. Die Stromkrise ist eng mit der Treibstoffkrise verbunden. Seit Beginn des Jahres erreichten Kuba nur sehr wenige größere Öllieferungen. Ende Juni kündigte Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum an, kommerzielle Lieferungen wieder aufnehmen zu wollen. Diese sollen möglicherweise über Privatunternehmen abgewickelt werden, die über ja, entsprechende Genehmigungen verfügen. Ein konkreter Liefertermin wurde damals jedoch nicht genannt. Deshalb sollte man die Ankündigung nicht mit einer bereits erfolgten Lieferung verwechseln. Kleine Mengen Treibstoff gelangen offenbar weiterhin in ja, speziellen Tankcontainern ins Land, teilweise mit US-Ausnahmegenehmigungen für den Privatsektor. Das reicht jedoch nicht aus, um Kraftwerke, Verkehr, Landwirtschaft und ja, private Nachfrage vollständig zu versorgen. Wie groß die Not ist, zeigen ja, die improvisierten Lösungen. Ein Mechaniker baut einen alten Fiat 126P auf Kohlebetrieb zum Beispiel um. Ein Bauer gewinnt in einer selbstgebauten Anlage Brennstoff aus Plastikabfällen. Solche Geschichten zeigen Erfindungsreichtum. Sie sind zugleich ein deutliches Warnsignal dafür, wie weit sich normale Versorgungsstrukturen bereits aufgelöst haben. Selbstgebaute Anlagen zur Herstellung von Brennstoffen bergen selbstverständlich erhebliche Gesundheits-, Brand- und Umweltrisiken. Während die Versorgungskrise eskaliert, versucht die kubanische Regierung mit einem großen Reformpaket gegenzusteuern. Das im Juni beschlossene Programm umfasst 176 wirtschaftliche und soziale Maßnahmen in 23 Themenfeldern. Vorgesehen sind mehr Autonomie für Staatsunternehmen, eine stärkere Rolle der Gemeinden, neue Möglichkeiten für private Betriebe und Genossenschaften, Änderungen bei Subventionen sowie Reformen in Landwirtschaft, Handel und Investitionen. Anfang Juli wurde das neue Institut INAEE gegründet. Es soll staatliche Unternehmen professioneller verwalten, ja, Hindernisse beseitigen und den Umbau des Staatssektors begleiten. Staatsunternehmen sollen mehr Entscheidungsfreiheiten erhalten, aber auch stärker für ihre Ergebnisse verantwortlich sein. Ende Juli folgte ein ja, besonders konkreter Schritt. Die Regierung verkleinerte die Liste der Tätigkeiten, die privaten Unternehmen verboten sind. Von ja, zuvor 125 verbotene Bereiche wurden 46 vollständig gestrichen. Weitere 35 sollen unter erleichterten Bedingungen möglich werden. Damit öffnen sich unter anderem Bereiche wie Apotheken, Großhandel, Teile des Bergbaus und bestimmte Tätigkeiten im Energiesektor. Das heißt nicht, dass ab morgen überall private Apotheken entstehen. Für viele Bereiche braucht es noch ja, Lizenzen, Durchführungsbestimmungen, Kapital, Waren und funktionierende Importwege. Die politische Richtung ist dennoch ja, bemerkenswert. Der private Sektor soll künftig in deutlich mehr Bereichen tätig sein als bisher. Die entscheidende Frage lautet, ob die Umsetzung schnell und zuverlässig genug erfolgt. Kubanische Unternehmen berichten seit Jahren von Bürokratie, wechselnden Regeln, fehlendem Zugang zu Devisen und Problemen beim Import. Eine Reform auf dem Papier schafft noch keine Waren im Regal. Sie kann aber den rechtlichen Raum öffnen, in dem neue Angebote überhaupt entstehen dürfen. Auch bei Landwirtschaft und Immobilien wurden Veränderungen beschlossen. Ein neues Gesetz soll Kubanern, privaten Unternehmen und unter bestimmten Voraussetzungen auch ausländischen Akteuren die Nutzung landwirtschaftlicher Flächen erleichtern. Ziel ist, brachliegendes Land wieder produktiv zu machen. Das ist angesichts der Lebensmittelkrise dringend notwendig. Kuba importiert einen großen Teil seiner Lebensmittel, verfügt gleichzeitig über viele ungenutzte oder schlecht bewirtschaftete Flächen.
Ob das neue Gesetz die Produktion tatsächlich erhöht, hängt von, ja, ganz praktischen, Dingen ab. Saatgut, Dünger, Maschinen, Diesel, ja, Transport, verlässliche, Abnahmepreise und, der Möglichkeit, Gewinne sinnvoll zu verwenden. Beim Wohnungsrecht wurde der Privatbesitz klarer geregelt. Künftig sollen bis zu 2 Immobilien erlaubt sein, eine als Hauptwohnsitz und eine weitere beispielsweise als Ferien oder ja, Wochenendhaus. Außerdem sollen Immobilien bei einer dauerhaften Auswanderung nicht mehr automatisch ja, eingezogen werden. Gerade für Auslandskubaner ist das ein wichtiger Punkt. Eigentum, ja, bleibt damit grundsätzlich erhalten, auch, wenn jemand seinen Lebensmittelpunkt ins Ausland verlegt hat. Bei den genauen Voraussetzungen und der praktischen Anwendung würde ich allerdings die, ja, endgültige Gesetzestexte, und kubanischen Rechtsberatungen erstmal abwarten. Parallel zu den Reformen verschärfen die USA ihre Maßnahmen. Ende Juli wurden 9 kubanische Unternehmen sowie 2 hochrangige Funktionäre sanktioniert. Im Mittelpunkt standen Einrichtungen des kubanischen Programms für medizinische Auslandseinsätze, darunter die staatliche Vermarktungsgesellschaft CSMC, die Einheit für medizinische Zusammenarbeit sowie Gesundheitsminister José Ángel Portal Miranda. Washington bezeichnet das System, bei dem ein Teil der im Ausland gezahlten Vergütung an den kubanischen Staat geht, als ausbeuterisch. Havanna weist diesen Vorwurf zurück und bezeichnet die Einsätze als solidarische Gesundheitszusammenarbeit und wichtige Einnahmequelle. Von den Sanktionen betroffen sind außerdem Unternehmen aus dem Energiesektor, das ja, Erdölforschungszentrum, der Containerhafen Mariel, ein ja, maritimer Dienstleister und das Überweisungsunternehmen Orbit. Die unmittelbare rechtliche Wirkung betrifft vor allem ja, Vermögen und Geschäfte mit US-Bezug. Die größere Wirkung entsteht häufig indirekt. Banken, Reedereien und internationale Unternehmen ziehen sich ja, vorsorglich zurück, weil sie keine Konflikte mit den USA riskieren wollen. Genau das zeigt sich beim Hafen von Mariel. Der internationale Betreiber PSA beendet sein Kuba-Engagement. Mariel ist für die Versorgung und den Außenhandel der Insel von zentraler Bedeutung. Ein Wechsel des Betreibers bedeutet nicht automatisch die Schließung des Hafens, kann Abläufe, Versicherungen und internationale Verbindungen jedoch weiter erschweren. Anfang Juli wurde die Kuba-Politik auch bei den Vereinten Nationen zum Thema. 136 Staaten unterstützten einen kubanischen Antrag zur Beendigung des US-Wirtschafts-, Handels- und Finanzembargos. 9 Staaten stimmten dagegen, 30 enthielten sich. Der US-Vertreter, ja, versuchte eine Debatte über den Antrag zu verhindern. Das Abstimmungsergebnis zeigt erneut, dass die amerikanische Sanktionspolitik international nur begrenzte Unterstützung besitzt. Eine solche Abstimmung beendet das Embargo allerdings nicht. Die politische und wirtschaftliche Wirkung der US-Gesetze bleibt bestehen. Für Kuba ist das Ergebnis vor allem diplomatisch wichtig. Für Regierung, ja, die Regierung kann darauf verweisen, dass eine große Mehrheit der UN-Mitglieder ihre Forderungen unterstützen. Für den kubanischen Tourismus waren die vergangenen Wochen ebenfalls schwierig. Im Juli wurde bekannt, dass sich Melia, Iberostar und Barcelo aus dem Management bzw. der Vermarktung kubanischer Hotels zurückziehen. Als Gründe werden der wachsende US-Sanktionsdruck und die schwierigen Betriebsbedingungen auf der Insel genannt. Hier ist eine wichtige Unterscheidung nötig. Ein Rückzug der ausländischen Hotelmarken bedeutet nicht zwangsläufig, dass jedes betroffene Hotel dauerhaft geschlossen wird. Viele Anlagen gehören kubanischen Staatsunternehmen und können unter anderer Leitung weitergeführt werden. Für Reisende können sich aber Name, Buchbarkeit, Service und Qualitätsstandard verändern.
Auch einige Reiseveranstalter und Buchungsplattformen haben ihr Kuba-Angebot zeitweise reduziert. Dazu kommen weniger Flugverbindungen, ja, Treibstoffknappheit und Versorgungsprobleme vor Ort. Wer aktuell nach Kuba reist, sollte Reservierungen deshalb direkt bestätigen, ausreichend Bargeld einplanen und sich nicht allein auf Kreditkarte verlassen. Außerdem sollte man mit Stromausfällen, eingeschränkter Mobilität und ja, kurzfristigen Änderungen rechnen. Das bedeutet nicht, dass Reisen generell unmöglich ist. Eine Kuba-Reise verlangt momentan jedoch deutlich mehr Vorbereitung und Flexibilität. Die Infrastrukturprobleme reichen über den Strom hinaus. Öffentliche WLAN-Hotspots verschwinden zunehmend und selbst in dicht besiedelten Teilen Havannas wird die Mobilfunkabdeckung löchriger. Als mögliche Ursache gelten Stromausfälle, fehlende Ersatzteile, Wartungsprobleme und die finanziellen Schwierigkeiten des staatlichen Telekommunikationsunternehmens ETEXA. Eine ja, abschließende offizielle Erklärung für alle Ausfälle liegt bislang nicht vor. Auch Wasserausfälle werden häufiger gemeldet, weil Pumpen ohne Strom nicht funktionieren oder Leitungsnetze beschädigt sind. Im Verkehr ersetzen private Sammeltaxis die motorisierten Dreiräder zunehmend ja, ausgefallene Busverbindungen. Wer Verwandte in Kuba hat, kennt wahrscheinlich das ja daraus entstehende Problem. Wenn eine Nachricht nicht ankommt, muss das nicht bedeuten, dass etwas passiert ist. Oft fehlen Strom, Mobilfunk oder Datenverbindung. Die Belastung führt zunehmend zu Protesten. Für Juni wurden 107 Straßenproteste erfasst, häufig ausgelöst durch besonders lange Stromunterbrechungen von teilweise mehreren Tagen. Diese Zahl stammt von einer Beobachtungsstelle außerhalb Kubas und ja, hängt von deren Erfassungsmethoden ab. Wiederholt kam es jedoch nachweislich zu lokalen Protesten und nächtlichem Topfschlagen. Am 26. Juli, dem wichtigsten revolutionären Gedenktag Kubas, räumte Präsident Miguel Díaz-Canel die schwere Krise ein, machte für die Zuspitzung aber vor allem die Politik der USA verantwortlich. Auffällig war die Abwesenheit von Raúl Castro, der inzwischen 95-jährige fehlte erstmals seit mehr als 3 Jahrzehnten bei dieser zentralen Feier. Eine offizielle Erklärung zu seinem Gesundheitszustand wurde nicht veröffentlicht, alles weitere wäre Spekulation. Bereits am 22. Juni war Ramiro Valdés im Alter von 94 Jahren verstorben. Er gehörte zur historischen Generation der Revolution, nahm am Angriff auf die Moncada-Kaserne teil, kam mit der Granma nach Kuba und baute später als Innenminister den Sicherheitsapparat mit auf. Sein Tod und Raúl Castros Abwesenheit erinnern daran, dass die Generation von 1959 endgültig vor der politischen Bühne verschwindet. Auch außerhalb der Insel gab es Entwicklungen mit direkten Folgen für Kubaner. Die USA verhandeln mit Uruguay über die mögliche Aufnahme kubanischer Staatsangehörige, die aus den Vereinigten Staaten ja, abgeschoben werden sollen. Ob und in welchem Umfang daraus tatsächlich ein dauerhaftes Modell wird, war zum Berichtszeitpunkt noch offen. Zusätzlich gibt es eine neue US-Regel, nach der Antragsteller aus bestimmten Ländern bei Touristen und Geschäftsvisa eine Kaution von bis zu 20.000 US-Dollar hinterlegen können. Ob jeder kubanische Antragsteller betroffen ist, hängt von der konkreten Ausgestaltung und Anwendung ab. Wer ein Visum beantragen möchte, sollte deshalb ausschließlich die jeweils aktuellen Angaben des US-Außenministeriums bzw. der zuständigen Botschaft verwenden. In Lateinamerika verändern sich außerdem politische Bündnisse. Kolumbiens scheidender Präsident Gustavo Petro besuchte Ende Juli Havanna und setzte damit ein Zeichen der Solidarität. Gleichzeitig kündigte sein designierter Nachfolger einen Bruch der diplomatischen Beziehungen zu Havanna und Nicaragua an. Sollte dies umgesetzt werden, würde Kuba einen wichtigen politischen Partner in der Region verlieren.
Was bleibt also nach diesen letzten Wochen? Erstens, die Energiekrise ist weiterhin das größte unmittelbare Problem. Solarparks und der erste Batteriespeicher sind reale Fortschritte, reichen aber noch lange nicht aus, um das marode Stromsystem und den fehlenden Treibstoff zu ersetzen. Zweitens, die wirtschaftlichen Reformen gehen weiter als viele frühe Ankündigungen. Mehr private Tätigkeiten, neue Regeln fürs Land, verändertes Wohnungsrecht und mehr Autonomie für Staatsunternehmen können tatsächlich etwas verändern. Entscheidend wird sein, wie schnell die Vorschriften umgesetzt werden und ob Unternehmen Zugang zu Waren, Devisen, Energie und verlässliche Regeln bekommen. Drittens, der Druck aus Washington wächst. Sanktionen treffen nicht nur Funktionäre und Staatsunternehmen. Über Banken, Logistik, Hotels, Überweisungen und Energieversorgung erreichen ihre indirekten Folgen auch den Alltag der Bevölkerung. Kuba befindet sich damit in einem widersprüchlichen Moment. Der äußere Druck ist so hoch wie lange nicht. Die Versorgungslage ist dramatisch und gleichzeitig bewegt sich die Regierung wirtschaftspolitisch stärker als in den Jahren zuvor. Ob daraus eine echte Stabilisierung entsteht, lässt sich heute noch nicht seriös sagen. Dafür müssen aus Gesetzen funktionierende Betriebe werden, aus Solarparks verlässliche Strom und aus internationale Ankündigungen tatsächlich Lieferungen. Wie erlebt eure Familie die Lage momentan? Gibt es bei euch wieder mehr Strom? Bei uns nicht. Oder sind die Ausfälle weiterhin so extrem? Und glaubt ihr, dass die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten wirklich im Alltag ankommen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Besonders wichtig ist dabei immer, aus welcher Provinz oder Stadt eure Erfahrungen stammen. Das ist ganz interessant. Wenn euch dieses Update geholfen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert I Love Kuba, meinen Kanal, und teilt das Video mit Menschen, die sich für die aktuelle Lage in Kuba interessieren. Ja, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.